lächelt. Eins steht auf jeden Fall fest, nicht jeder von uns ist Fan von den frühen Morgenstunden. Ich will gar nicht erst daran denken, wie oft ich, vor allem früher, an meinem Handy war und erstmal eine halbe Stunde durch Instagram gescrollt habe oder mir irgendwelche anderen Artikel durchgelesen habe, bevor ich überhaupt aufgestanden bin oder bevor ich überhaupt darüber nachgedacht habe, mit meinem Tag anzufangen. Ich bin also nicht aufgestanden und habe mir erstmal Essen gemacht oder bin nicht mal sogar auf die Toilette gegangen, sondern ich bin erstmal einfach wirklich direkt an mein Handy gegangen und habe durch das Internet gescrollt, habe mich direkt mit dem Netz verbunden und auch direkt wieder meinen Kopf mit Informationen gefüllt und habe dadurch gar nicht gemerkt, wie sehr ich mich eigentlich gestresst habe. Am Morgen sollte man nämlich die Zeit mit sich selber verbringen, mit sich selber in Verbindung kommen und vor allem auch Ziele für den Tag setzen. Und was mir persönlich dabei am besten geholfen hat, ist eine Super Morning Routine. Und genau diese Super Morning Routine werde ich dir heute vorstellen, damit du zukünftig keine Probleme mehr hast, dir selber in den Arsch zu treten. Hallo da draußen und willkommen zurück in meinem Uchiverse, dein Ort für deine wöchentliche Inspiration und für deine wöchentliche Ladung Uchi, Unterhaltung und Humor. Eine Morgenroutine ist wirklich viel wichtiger, als die meisten von uns denken, denn sie hilft uns dabei nicht nur richtig in den Tag zu starten, sondern sie hilft uns auch, die Stimmung für den Tag zu setzen. Also ganz unabhängig davon, wie wir uns selber fühlen, haben wir immer die Möglichkeit, selber zu bestimmen, wie wir in den Tag hineinstarten wollen. Und vor allem in der aktuellen Corona-Zeit kann es ziemlich schwierig sein, sich selber zu motivieren und seine eigene Routine durchzuziehen. Kommen wir also nun zu meinen 7 Key-Elements, damit auch du zukünftig bewusst in den Tag starten kannst. Ja, das erste, was ich mache, nachdem ich aufstehe, ist mein Bett machen oder in die Küche rennen und abwaschen. Im Endeffekt ist es völlig egal, was du morgens machst. Hauptsache, du hast irgendwas erreicht und gibst deinem Verstand das Gefühl von Belohnung und trickst dich sozusagen selber aus, was geschafft zu haben. Und durch dieses Gefühl, etwas erreicht zu haben, bist du auch automatisch motivierter, deine To-Do-List anzugehen und deine Aufgaben abzuarbeiten. Im zweiten Schritt ist es wichtig, deinen Körper wieder hochzufahren und auf Vordermann zu bringen. Und das machst du am besten, indem du dich einfach 5 bis 10 Minuten lang stretchst oder einfach ein bisschen Sport treibst. Da kannst du Liegestütze machen, Sit-Ups, Push-Ups, was auch immer. Hauptsache, du bringst deinen Blutkreislauf wieder in Schwung und bist dadurch nicht nur wacher, sondern voller Energie und motiviert für den Tag. Und was ist das Allerwichtigste, nachdem man Sport gemacht hat? Ganz genau, Wasser trinken und davon sogar bitte reichlich, denn am Morgen hast du ungefähr, je nachdem wie lange du geschlafen hast, seit 8 oder 9 Stunden kein Wasser mehr getrunken. Daher ist es wichtig, deinen dehydrierten Körper wieder mit Wasser zu befüllen und auch den ganzen Rest vom Vortag und aus der Nacht rauszuspülen, die ganzen Toxine rauszuspülen. Wichtig an der Stelle zu beachten jedoch ist, dass du das Wasser vor dem Frühstück trinkst, um wirklich sicherstellen zu können, dass das Wasser so schnell wie möglich, ohne irgendwelche Probleme und Zeitverzögerungen durch deinen Darm fließen kann und dich reinigt. Im nächsten Schritt, und das mache ich natürlich nicht jeden Morgen, das ist immer davon abhängig, wie ich mich halt gerade fühle, aber im besten Fall, wenn ich mich morgens dusche, dann dusche ich mich auf jeden Fall immer kalt, wirklich immer. Es war am Anfang auf jeden Fall nicht einfach, aber mit der Zeit gewöhnt man sich dran. Und die Vorteile einer kalten Dusche sind nicht nur, dass du direkt wacher bist, sondern es stärkt auch dein Immunsystem, es senkt dein allgemeines Stresslevel und das ist wirklich das Allerbeste an der Sache, du trainierst deine eigene Willensstärke. Und die Willensstärke hat so viel Einfluss auf deinen Alltag und auf dein Leben, denn wenn du etwas machen möchtest, aber keinen Bock drauf hast, ist es wichtig, Willensstärke zu haben, damit du dich selber in die Richtung lenken kannst und dich dazu bewegen kannst, das zu erledigen, das zu machen, was auch erledigt werden muss. Und bei einer kalten Dusche ist es ja so, dass man eigentlich man will ja nicht kalt duschen, ne? Man will warm duschen, richtig geil, schön im heißen Wasser, bis alles dampft und man fühlt sich wie in einem Spa. Aber wenn du dich kalt duschst, dann bist du nicht nur gezwungen, ja, das zu akzeptieren, dass es jetzt kalt und unangenehm ist, sondern wirst auch dadurch direkt präsenter und schweifst nicht in Gedanken ab, sondern du bist wirklich mehr in Verbindung mit dir selbst und trainierst auch einfach unangenehme Dinge zu akzeptieren. Und ein weiterer wertvoller Tipp, den ich dir an dieser Stelle mitgeben möchte: atme einfach tief ein und aus, um die Kälte besser annehmen zu können und damit das Gefühl nicht so unangenehm ist. Denn wie du vielleicht schon weißt, Emotionen können wir immer besser verarbeiten, indem wir sie akzeptieren und durch uns laufen lassen, anstatt sie abzulehnen und sich dadurch einfach das Gefühl unnötigerweise anstaut. Also man hört es bei mir auch immer, wenn ich in der Dusche anfange, kalt zu duschen, dann hört es sich immer an, als wenn ich gerade irgendwie, ich weiß nicht, etwas excited werde, weil ich dann immer anfange, so, oh mein Gott. Es muss auch nicht unbedingt irgendwie minus 15 Grad kaltes Wasser sein. Oh, okay, das macht keinen Sinn.
dann wäre es ja Eis. Es muss nicht irgendwie 2, 3 Grad kaltes Wasser sein. Es muss einfach nur kalt sein und du kannst auch wirklich schrittweise immer kälter werden. Also du musst nicht wirklich direkt von 0 auf 100 rein in die Kälte gehen. Also das Wasser einfach immer schrittweise kälter machen, kälter und kälter und kälter, bis es irgendwann so kalt ist, dass es gar nicht mehr geht. Und das ist dann auch meistens der Punkt, wo ich aus der Dusche rausgehe, was auch am Ende des Tages gar nicht so schlecht ist, weil ich dann selber nicht so viel Zeit in der Dusche verschwende, sondern mich selber irgendwie aus der Dusche kicke, indem ich es einfach kalt mache, weil dann habe ich sicherlich keinen Bock mehr, da lange drin stehen zu bleiben. Ja, nachdem ich dann voller Erfrischung aus meiner Dusche rausgekommen bin, und das ist wirklich mein Lieblingspart, setze ich mich hin und meditiere. Meistens sind es 10 Minuten, manchmal sind es auch nur 5 Minuten, das ist auch davon abhängig, ob ich zu spät aufgestanden bin, aus welchen Gründen auch immer. In der Regel sind 10 Minuten Meditieren am Tag am besten, also versuche ich auch immer 10 Minuten mindestens zu meditieren, wenn es geht. Und warum ich Meditation so liebe, ist, weil ich mich einfach, fühlt sich einfach an wie Urlaub. Du hast das Gefühl, du kannst endlich abschalten, du kannst in Verbindung mit dir selber kommen, auch noch ein bisschen so in dieser Traumwelt herumschwören, falls du da immer noch nicht rausgekommen bist, und wirklich den Anker in dir setzen, damit du auch im Laufe des Tages nicht so leicht abschweifst und auch nicht so leicht den Fokus verlierst und über Dinge nachdenkst, über die du nicht nachdenken möchtest. Trainierst du einfach am Morgen, deine Gedanken vorbeiziehen zu lassen und bei dir selber zu bleiben. Es ist einfach so ein tolles Gefühl, voller Frieden und voller Liebe, einfach da zu sitzen und immer mehr in Verbindung mit sich selber zu kommen und wirklich zu spüren, hey, ich bin nichts anderes als Liebe. Und das ist einfach das Geilste, wenn man das beim Meditieren spürt. Oh mein Gott. Ich kann gleich wieder meditieren gehen. Oh mein Gott, ich habe richtig Bock jetzt. Oh, scheiße. Okay, ich bin hier aber auch immer so am Rumshaken wie so ein... Wer war das nochmal? Irgendwie in irgendeiner Spongebob-Folge oder so hat er doch mal irgendwie so Hände... Nee, Bernd das Brot, das hat doch so Hände. Oh mein Gott. Dass mir das jetzt einfällt. Okay, wow. Wenn ich dann fertig mit meiner Meditation bin und mich voller Liebe fühle, denke ich an 2 Dinge, für die ich dankbar bin. Das kann man auch natürlich gerne aufschreiben. Ich empfehle dir auch vor allem vom Anfang, das aufzuschreiben, weil dann kannst du es auch nochmal im Nachhinein reflektieren, für was du alles dankbar bist. Und dadurch trainierst du nicht nur dein Gehirn, dich mehr darauf zu konzentrieren, was du hast, sondern du gibst dir auch selber die Möglichkeit, dich mit positiven Emotionen zu füllen. Denn wenn du an das denkst, was du hast, dann bist du einfach immer automatisch direkt glücklich und auch präsenter. Denn wenn du dich darauf konzentrierst, was du nicht hast, heißt es ja auch irgendwie, dass du den jetzigen Moment ablehnst und eher lieber in der Zukunft wärst oder einfach in einem anderen Moment, wo das, was dir auch immer fehlt oder was du glaubst, was dir fehlt, vorhanden ist. Und es ist auch generell, egal wo du bist, egal zu welchem Zeitpunkt, wichtig, dankbar zu sein oder auch einfach zu sagen, ey, ich bin dankbar, dass heute das Wetter gut ist. Es muss eigentlich gar nicht heute gut sein. Und ich bin dankbar dafür, dass ich heute einen schönen Tag mit meinen Freunden hatte, einen schönen Tag mit meiner Familie hatte, dass mir heute auf der Straße jemand zugelächelt hat. Du bist einfach allgemein glücklicher, wenn du dankbar bist, weil du dich dann darauf konzentrierst, was du hast, was schön ist. Du gibst dir selber die Möglichkeit, dich mit positiven Emotionen zu befüllen und reflektierst auch einfach dann automatisch mit der Zeit öfter die Momente, die dir gefallen haben, die schön waren, die dir Freude bereitet haben, und nimmst sie auch einfach nicht mehr für selbstverständlich, denn im Endeffekt ist nichts im Leben selbstverständlich. Es ist ja nicht mal selbstverständlich, dass du am Leben bist. Es ist nicht mal selbstverständlich, dass du, ja, diesen Traum, diese Reise hier, die wir alle machen, diese spirituelle Reise, dass du selber diese Chance hast, diese Reise mitzumachen. Das ist doch schon Grund genug, um glücklich zu sein, oder? Ja, und der 7. und der letzte Schritt ist, etwas Positives zu lesen, dich mit positivem Content zu befassen, am besten von einer erfolgreichen, inspirierenden Person. Ganz einfach, damit du deinen eigenen Verstand in die Richtung eines erfolgreichen Mindsets bewegst und dich auch so einfach langfristig umprogrammierst, um auch selber unabhängig von solchen Videos oder von irgendwelchen Büchern ein positives Mindset beizubehalten. Ja, um mit deinem Lächeln in den Tag zu starten. Und nachdem du deine Supermorning Routine durchgezogen hast, ist es das Beste, dass du zuerst die Aufgabe von deiner To-Do-List tackelst, die dir am meisten Sorgen bereitet oder die am meisten Zeit frisst. Denn so kannst du sicherstellen, dass du weiterhin im Tag motiviert bleibst und nicht ständig an diese Aufgabe denkst, oh nein, ich muss das noch machen, oh nee, ich habe keinen Bock, oh nee, das dauert ja so lange, oh nee, das ist so schwer und keine Ahnung was. Am Morgen bist du automatisch am motiviertesten, denn du hast ja noch gar nichts hinter dich gebracht, du hast keine Energie verbraucht, deswegen
hast du auch null Ausreden, um diese Aufgabe direkt zu tackeln. Und genau deswegen machst du das auch. Du tackelst diese Aufgabe, bringst die hinter dich, dann ist sie Vergangenheit, dann hast du sie nicht mehr in deinem Kopf und dann hast du auch einfach mehr Bock, deine weiteren Aufgaben in deiner To-Do-List abzuarbeiten und den Tag am Ende mit einem guten Gefühl abzuschließen und dir auch so selber die Möglichkeit zu geben, mehr vom Tag genießen können. Denn wenn du jetzt zum Beispiel die Aufgabe, die dir am meisten Sorgen bereitet, erst am Ende des Tages machst oder bis in den späten Abend hinaus vor dir herschiebst, dann hast du einfach den ganzen Tag dieses negative Gefühl mit dir selber rumgetragen und sozusagen potenzielle Glücklichkeit oder potenzielles Glücklichsein verschenkt. Du hast dir einfach selber die Möglichkeit genommen, den Tag besser genießen zu können. Und genau deswegen ist es wirklich immer am besten, deine To-Do-List so zu strukturieren, dass du das, was am ekligsten ist oder das, was dir am wenigsten Spaß bereitet, zuerst kommt. Denn so kannst du sicherstellen, dass du bis zum Ende des Tages und auch so früh wie möglich immer mehr Gründe hast, den Tag genießen zu können und glücklich zu sein. Ja, das waren jetzt meine 7 Schritte meiner Super Morning Routine. Ich hoffe, sie haben dir gefallen und ich hoffe, dass sie dir auch in Zukunft weiterhelfen werden, glücklicher zu sein und mit einem Lächeln in den Tag zu starten, motiviert in den Tag zu starten. Und wenn du noch mehr Gründe zum Lachen finden möchtest, dann schau dir doch eines meiner anderen Videos hier an. Und ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und wir sehen uns zurück in der nächsten Woche in meinem Uchiverse. Bis dann, ciao! Oh Gott, meine Stimme. Bis dann, ciao!